Gibt es eine Anleitung für eine Hortensienblüte aus Stoff? Diese Frage habe ich in einer Facebook-Gruppe gefunden und habe mich mal gemeldet, hey, ich habe keine Anleitung, aber wenn ihr mögt, mache ich gerne ein Video dazu. Hier ist das Video. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke. Schön, dass ihr dabei seid. Wir brauchen 2 Stoffe, Garn, eine Tasse, einen Markierstift, ein Stäbchen, eine Schere und ein Bügeleisen, um daraus unsere Hortensienblüte zu arbeiten. Wählt 2 Stoffe, legt die rechten Seiten aufeinander und schneidet zu oder legt gleich 2 Fettquarter aufeinander. Wir nehmen die Tasse, ich habe hier einen Trickmarker gewählt, ihr könnt auch einen Bleistift nehmen oder sonst was für einen Stift, das ist relativ egal, und wir zeichnen unsere Tasse 16 bis 20 Mal ab. Achtet darauf, die Tasse so weit auf Abstand zu setzen, damit ihr eine Nahtzugabe habt. Und wir zeichnen. 16 Mal. Stecken die Kreise zusammen, die haben einen Durchmesser von 8 cm. Hier nochmal, die rechten Seiten liegen aufeinander, die linken Seiten liegen außen und so legen wir das unter unsere Nähmaschine. Wir nähen genau auf der Kreismarkierung. Ich stelle das mal ein bisschen schneller. Unsere Kreise brauchen gar nicht hundertprozentig rund sein, wir arbeiten eine Blüte. Es gibt nicht 2 gleiche Blütenblätter. Und, hoppala, halt! Hier sind meine Kreise verschwunden. Das passiert bei dem Trickmarker schon mal, aber wenn ihr dann darüber bügelt, kommen die Kreise wieder zurück und weiter geht's. Und fertig. Wir entfernen die Nadeln und schneiden unsere Kreise aus. Wir lassen eine sehr kleine Nahtzugabe stehen. Wir haben in ganz kleinen Stichen unseren Kreis genäht, sodass die Nahtzugabe wirklich wenige Millimeter stark sein muss. Das reicht völlig. Und unsere 16 bis 20 Kreise sind fertig und sollten nun gewendet werden. Wir nehmen einen der Kreise, ziehen beide Stoffseiten auseinander und schneiden eine kreuzförmige Öffnung in eine der beiden Stoffseiten, genau in die Mitte. So klein wie möglich, so dass wir es gerade noch wenden können, aber auch nicht zu viel Zeitaufwand damit verbringen. Ich wende das über das Stäbchen, weil das dadurch ein bisschen einfacher geht. Wir nutzen unser Stäbchen, um unseren Kreis auch wieder ein wenig auszuformen. Und er muss wirklich nicht rund sein. Annähernd rund reicht völlig. Wir bügeln unseren annähernd runden Kreis und beginnen mit der Faltung. Wir schlagen die Seiten aufeinander. Schlagen den ersten eingebügelten Bruch aufeinander und erhalten ein eingebügeltes Kreuz. Von hier ziehen wir die runden Mitten genau mittig zwischen unsere beiden eingebügelten Linien. Es steht nicht über, es ist nicht weiter von weg, es ist genau mittig. So genau wie es geht. Das wiederholen wir an allen 3 Ecken, sodass am Ende alle 4 Rundungen, nicht Ecken, alle 4 Rundungen zur Mitte gebügelt sind, und zwar zu der Mitte mit dem Einschnitt. Wenn wir uns das angucken, sehen wir den Einschnitt und sehen die 4 eingebügelten Rundungen. Wir nehmen Nadel und Faden. Ich habe den Faden ein bisschen heller gewählt, weil ich das mag, wenn ab und zu noch dieser Faden dadurch blitzelt.
eine Nadel und ziehen den Faden doppelt durch unsere Nadel. Stechen durch die linke Seite unseres Kreises, also die Seite mit dem Loch. Und stecken die Nadel zur rechten Seite durch. Wir beginnen zu falten. Wir haben 2 nach innen gebügelte Rundungen und eine Spitze. Diese Spitze falten wir zur Mitte. Unsere zur Mitte gefaltete Spitze hat eine Öffnung. Wir nähen genau in diese Öffnung hinein. Wir nähen nicht die ungefalteten Seiten mit an, sondern nur diese Mitte. So dass sich die Seiten wieder schließend über die Mitte legen. Bei der zweiten Seite verfahren wir genauso. Wir schlagen die Rundungen zusammen und schlagen die so entstehende Ecke zur Mitte und nähen das Ganze so fest, dass wir keinen der Umschläge mit einfassen. Noch einmal die Spitze zur Mitte und wir nähen die Spitze fest. Bei der letzten Seite machen wir das so, wie es sich ergibt. Es wird nicht immer ganz gleich, aber das sollte uns gar nicht interessieren. Wir arbeiten an einer Blüte. Ziehen das Ganze gut fest und sichern das mit ein paar Stichen und vernähen den Faden. Und unsere einzelnen Blüten für unsere große Hortensienblüte sind fertig. Wir nehmen wieder die gleiche Tasse und ziehen wieder einen Kreis auf einem extra Stück Stoff, das ein Stück größer ist, wie es auskommt. Wenn ihr einen Rest habt, nehmt den Rest. Die Größe spielt ja keine Rolle. Alle unsere kleinen Blüten sollen nun genau in diesen Kreis hineingenäht werden. Wir stechen unsere Nadel mit Faden genau auf der Kreislinie ein. Wir arbeiten von außen nach innen. Nehmen die erste Blüte, stechen durch die Mitte und zwar auf dieser Seite mit dem Loch, damit die Nadel auf der Vorderseite herauskommt. Und nähen die Blüte mit 1-2 Stichen fest. Wir verriegeln den Faden der ersten fest genähten Blüte. Wir nähen jede einzelne Blüte komplett fest. Wir reihen die nicht auf. Das heißt, wenn wir jetzt unsere nächste Blüte aufnähen wollen, stechen wir ein Stück weiter auf unserem Kreis ein, setzen einen Sicherungsknoten und setzen dann unsere nächste Blüte wieder ein.
Auch diese Blüte wird wieder mit einem Knoten gesichert. Das ist schon das ganze Geheimnis. Wir nähen Blüte für Blüte vom äußeren Rand zur Mitte. Jetzt sehen wir hier eine größere Lücke. Zu klein, um noch eine Blüte dazwischen zu setzen, zu groß, um die Lücke zu lassen. Und genau das ist der Punkt, über den wir nun zur Mitte wandern. Und jede einzelne Blüte wird separat angenäht. Sicherungsknoten, Blüte, Sicherungsknoten. Wie ist jetzt eigentlich der ideale Abstand der einzelnen Blüten? Das ist eine Ermessensfrage. Ihr könnt sagen, so ich nehme von einem Knoten zum nächsten einen Daumennagelbreit Abstand. Das ist, wo ich immer so ein bisschen nachgehe. Ihr seht das, ich lege immer so ein bisschen den Daumen da mit rein und sehe, hey, das ist mein Abstand. Das muss für euch nicht unbedingt funktionieren. Ich habe am Anfang gesagt, wir brauchen 16 bis 20 Blüten. Wie dicht eure Blüte gearbeitet wird, das entscheidet ihr. Wenn wir einen Kreis aus 8 cm wählen und den füllen mit Blütenblättern, die ebenfalls aus 8 cm Größe gearbeitet sind, brauchen wir zwischen 16 und 20 Blüten. Blüte für Blüte gehen wir weiter vor. Lasst mich doch bitte wissen, wie euch das Video gefallen hat. Vielleicht möchtet ihr die Blüte sogar nacharbeiten. Es wäre wunderschön, wenn ihr mir das kurz in den Kommentaren mitteilt, denn da bin ich wirklich neugierig drauf. Und stopp! Hier habe ich ein paar Blüten sehr eng aufeinander, das gefällt mir nicht so gut. Da ich aber jede Blüte einzeln angenäht habe, kann ich die einfach herausschneiden. Schließe den Kreis und das ist gar kein Problem. Wenn euch die Videos gefallen, wäre es super schön, wenn ihr meinen Kanal abonniert und ihn vielleicht sogar mit euren Freunden teilt. Und fertig ist unser letzter Gruß an den Sommer. Wir haben die einzelnen Blüten in einer Spirale angenäht. Wir legen diese Stoffstücke, die wir nun ja über haben, einfach zur Mitte. Die geben der Blüte ein bisschen mehr Fülle. Das Ganze drehen wir um. Achten darauf, dass unsere Blüten nach außen zeigen und setzen sie auf unseren Stoff. Wie wir unsere Blüte verarbeiten oder wie aus unserer Blüte ein Bild mit Stängeln und Blättern wird, darum geht es im nächsten Video. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Erfolg beim Nacharbeiten und denkt daran, was immer auch passiert, einfach weiternähen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!